Im Großen und Ganzen habe ich erst die verschiedenen Systeme gezeigt bekommen, natürlich dann die Vorteile und Nachteile erklärt bekommen, beziehungsweise nach meinem Wunsch gefragt worden, was ich denn letztendlich haben möchte. Und dann hat sich schon ein bisschen kristallisiert, wo die Reise hingeht. Den gewissen Bereich mag ich so überdacht haben, dass ich ihn bei gutem, bei sehr gutem und bei schlechtem Wetter nutzen kann. Und ja, dann sind wir noch ein bisschen auf die Materialien, auf Bespannungsfarben, auf Rahmenfarben eingegangen. Bei dem Weingut Kern gab es einige Besonderheiten, die beachtet werden mussten. Für das Tagesgeschäft eines Weinguts gehört es auch dazu, dass beispielsweise Gabelstapler auf dem Gelände unterwegs sind. Dementsprechend mussten wir auch die Höhe unserer Produkte auf diese Anforderungen abstimmen. Unebener Boden, Gefälle und gegebenenfalls auch dritte Gewerke, die nachher im Bereich des Gartenlandschaftsbauers zu beachten sind, mussten wir natürlich auch direkt einplanen und uns auch abstimmen. Wir nehmen die Informationen aus den Terminen mit, um zu prüfen, ob das Produkt, was sich der Endverwender vorstellt, überhaupt geeignet ist, um es technisch dort an die Wand zu bringen, und erstellen dafür auch CAD-Zeichnungen, um im späteren Verlauf des Projekts nochmal vor Ort detailliert zu prüfen, ob das Ganze auch wirklich funktioniert. Das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Schritt, da ansonsten die weiteren Planungen gefährdet sind. Die Besonderheit bei diesem Objekt war, dass wir das erste Mal mit einer 3D-Animation an den Start gegangen sind. Das bedeutet, dass wir nicht nur statische Bilder hatten, sondern durch eine neue Ansicht konnten wir in das Produkt hineinfliegen, beziehungsweise in das ganze Objekt. So konnten wir spielerisch die Gegebenheiten vor Ort ergründen, konnten wirklich in die Details schauen, die verschiedenen Perspektiven besser wahrnehmen und vielleicht auch einen Ausblick geben, wie sich die Produkte optimal in das Objekt einfügen. Bei diesem Projekt war es so, dass wir uns nochmal online getroffen haben, um schon mal die ersten Details vorzustellen. Das heißt, wir haben die Produktauswahl schon mal vorgestellt in einer kleinen Online-Präsentation, haben aber auch schon mal Einblicke in die Visualisierung gegeben, sodass gegebenenfalls vorab schon einige Änderungen einfließen konnten. Die Fragen, die da waren, die sind sehr gut beantwortet worden, sodass ich mir das jetzt sehr gut vorstellen kann und dass wir das Projekt in Angriff nehmen können.